Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Finanztopia. Du denkst dir vielleicht, ich bin doch noch jung, wozu soll ich mich mit Finanzen und Anlegen beschäftigen? Aber bleib dran. Ich zeige dir, warum gerade mit Anfang 20 der beste Zeitpunkt ist, loszulegen. Und ja, keine Sorge. Dieses Video dient ausschließlich deiner Information und Bildung. Keine Anlageberatung, keine Empfehlung. Unsere These heute lautet, wenn du früh beginnst zu sparen und zu investieren, bekommst du mehr Zeit, kannst Fehler machen, daraus lernen und der Zinseszinseffekt arbeitet für dich, auch wenn es klein anfängt, mit ein paar Euro im Monat. Es geht nicht darum, sofort reich zu werden, sondern darum, ein Fundament aufzubauen. Schauen wir uns zunächst ein paar belastbare Fakten an. Wo steht gerade das System? Und warum wird das Thema Rente so wichtig? In Deutschland steht das gesetzliche Rentensystem unter Druck. Der demografische Wandel sorgt dafür, dass immer weniger Erwerbstätige für immer mehr Rentnerinnen und Rentner zahlen müssen. Die Geburtenrate bleibt niedrig. Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung. Das bedeutet, die gesetzliche Rente allein wird in vielen Fällen nicht ausreichen, um deinen heutigen Lebensstandard zu halten. Schon jetzt erhält etwa jeder vierte Rentner mit 45 Beitragsjahren weniger als 1.300 Euro monatlich. Und das bei steigenden Kosten im Alltag. Wenn du jetzt die Frage stellst, wie viel brauche ich heute im Monat, um meinen Lebensstandard zu halten, falls ich morgen in Rente gehen müsste? Viele werden merken, es ist deutlich mehr als das, was gesetzlich gezahlt wird. Und je länger du wartest, desto mehr musst du später zusätzlich zur Rente beitragen oder sparen, um das Defizit auszugleichen. Ein weiterer Punkt. Junge Leute haben Zeitvorteil. Während ältere Generationen weniger Spielraum hatten oder später angefangen haben, kannst du schon mit kleinen Beträgen starten. Und der Zinseszinseffekt multipliziert das über Jahre. Außerdem hast du die Möglichkeit, in dich selbst zu investieren. Wissen, Skills, berufliche Entwicklung. All das wirkt sich später auch finanziell aus. Damit sprechen wir heute über 1. Die konkreten Gründe, warum früh anfangen so viel bringt. 2. Wie Angst vor Finanzmist dich blockieren kann und was du tun kannst, damit diese Angst verschwindet. 3. Wie du auswählst, worüber du dich informierst und welche Quellen echt sinnvoll sind, GDKB Finanzfluss. 4. Konkrete erste Schritte, wie du anfangen kannst, auch mit kleinem Budget. Wenn das für dich spannend klingt, dann bleib dran. Wir gehen gleich in die Vorteile und worauf du in deiner Situation besonders achten solltest. Viele junge Leute haben ein gemeinsames Problem: Angst vor dem Thema Finanzen. Das ist völlig normal. Vielleicht denkst du auch, das ist kompliziert, ich habe keine Ahnung, ich könnte Fehler machen. Aber genau das ist der erste wichtige Punkt. Niemand wird als Finanzexperte geboren. Du musst keine Angst haben, etwas falsch zu machen. Wichtig ist nur, dass du anfängst, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Und hier kommt der zweite Punkt. Selbst informieren. Hör nicht einfach blind auf Tipps von Freunden, TikTok-Videos oder vermeintliche Gurus, die dir versprechen, schnell reich zu werden. Jeder Mensch hat andere Ziele, andere Ausgaben und andere Lebensumstände. Deshalb ist es so wichtig, dass du dir deine eigene Meinung bildest. Und das geht nur, wenn du dich mit echten, faktenbasierten Informationen auseinandersetzt. Eine gute Strategie. Sieh dir verschiedene Quellen an, vergleiche und bilde dir dann dein Urteil. Zum Beispiel gibt es YouTube-Kanäle wie Finanzfluss, die sehr fundiert erklären, wie Aktien, ETFs oder Broker funktionieren. Auch offizielle Seiten wie verbraucherzentrale.de bieten solide Infos. Und natürlich darfst du auch hier auf Finanztopia dranbleiben, wenn du kompakte, leicht verständliche Inhalte möchtest. Wichtig: Ohne Grundlagenwissen macht Anlegen keinen Sinn. Du musst verstehen, worin du investierst, welche Risiken es gibt und wie das Ganze überhaupt funktioniert. Genau deshalb machen wir dieses Video. Es soll dir die Angst nehmen und dir den Mut geben, den ersten Schritt zu gehen und dich selbst weiterzubilden. Noch ein Punkt. Gerade in jungen Jahren hat man den Vorteil, Fehler machen zu dürfen. Wenn du mit 20 eine falsche Entscheidung triffst, hast du immer noch Jahrzehnte, um es auszubügeln. Machst du denselben Fehler erst mit 50, sieht es ganz anders aus. Das heißt, je früher du anfängst, desto mehr Sicherheit gewinnst du, selbst wenn mal nicht alles glatt läuft. Und darum gilt, es ist nicht wichtig, sofort perfekt zu investieren. Es ist wichtig, dass du anfängst, dich zu informieren, dir ein Bild machst und erste kleine Schritte gehst. Kommen wir zu den konkreten Vorteilen, wenn du schon mit Anfang 20 beginnst.
Der vielleicht wichtigste Punkt ist der Zinseszinseffekt. Das klingt erstmal nach Matheunterricht, ist aber super simpel. Dein Geld arbeitet für dich. Stell dir vor, du investierst 100 Euro. Daraus werden 105 Euro. Im nächsten Jahr bekommst du nicht nur auf die 100 Euro Zinsen oder Rendite, sondern auf die 55. Das heißt, dein Gewinn wächst nicht linear, sondern immer schneller. Je länger dein Geld Zeit hat, desto stärker wirkt dieser Effekt. Ein Beispiel. Wenn du mit 20 anfängst und jeden Monat 100 Euro anlegst, hast du mit 67 bei einer durchschnittlichen Rendite von 7% über 250.000 Euro. Fangst du erst mit 30 an, sind es bei gleichem Einsatz nur noch etwa 120.000 Euro. 10 Jahre Unterschied machen also über 100.000 Euro aus. Bei derselben monatlichen Sparrate. Das führt direkt zum zweiten Vorteil. Du kannst klein anfangen. Mit Anfang 20 hat kaum jemand viel Geld übrig. Ausbildung, Studium, erste Wohnung, vielleicht Nebenjobs. Aber es reicht, wenn du mit kleinen Beträgen startest. 25 oder 50 Euro pro Monat sind schon ein Anfang. Wichtiger als die Höhe ist die Regelmäßigkeit. So baust du Schritt für Schritt ein Polster auf, ohne dass du es sofort merkst. Der dritte Vorteil? Fehler sind erlaubt. Wenn du jung bist, kannst du ausprobieren, lernen und auch mal daneben liegen. Du hast genug Zeit, das wieder auszubügeln. Wer mit 50 einen dummen Fehler macht, hat diesen Luxus nicht. Und noch ein Punkt: Flexibilität. Mit Anfang 20 bist du meist noch nicht festgelegt. Du kannst deine Sparrate anpassen, wenn du mehr verdienst. Du kannst deinen Anlagestil ändern, wenn du mehr gelernt hast. Je früher du anfängst, desto entspannter kannst du reagieren. Kurz gesagt, Zeit ist dein größter Verbündeter. Jeder Monat, den du früher beginnst, macht einen gewaltigen Unterschied in deinem Vermögensaufbau. Jetzt fragst du dich vielleicht: Okay, verstanden. Ich sollte früh anfangen. Aber wie lege ich konkret an? Welche Produkte gibt es? Welchen Broker soll ich wählen? Und womit starte ich am besten? Und genau an dieser Stelle möchte ich bewusst stoppen. Denn in diesem Video geht es nicht darum, dir eine fertige Einkaufsliste an die Hand zu geben. Es geht darum, dir zu zeigen, warum du früh anfangen solltest und warum du dich selbst informieren musst, um deine eigene Meinung zu bilden. Aber ich habe eine Bitte an dich. Wenn dich das How-To wirklich interessiert, also ein eigenes Video mit den Grundlagen, welche Anlageklassen es gibt, wie du einen Broker auswählst und welche Einsteigerstrategien sinnvoll sein können, dann schreib es mir unten in die Kommentare. Wenn genug Interesse da ist, mache ich ein separates Video nur zu diesem Thema. So hat das Ganze zwei Vorteile. Erstens, ich weiß genau, was euch interessiert und kann die Inhalte passgenau für euch aufbereiten. Zweitens, du bekommst nicht einfach eine Schablone von mir vorgesetzt, sondern eine fundierte Erklärung, die du dann selbst mit anderen Infos vergleichen kannst, so wie es sein soll. Denn eines ist mir wichtig: Blindes Vertrauen ist gefährlich. Egal ob in Gurus, Freunde oder YouTuber. Auch ich kann dir nicht sagen, was exakt das Richtige für dich ist. Was ich tun kann: dir Fakten und Denkanstöße geben, damit du selbst Entscheidungen triffst. Genau das ist der Kern von finanzieller Bildung. Auch wenn du mehr zu den konkreten How-to-Schritten sehen willst, dann kommentiere es bitte. Vielleicht machen wir daraus sogar eine kleine Serie für Einsteiger. Kommen wir zum Fazit. Mit Anfang 20 Anlegen zu starten, hat riesige Vorteile. Die Zeit arbeitet für dich. Der Zinseszinseffekt entfaltet seine volle Kraft. Und du kannst mit kleinen Beträgen beginnen. Selbst 25 oder 50 Euro im Monat können über Jahrzehnte einen Unterschied von Zehntausenden Euro machen. Außerdem hast du die Freiheit, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Etwas, das später im Leben viel schwieriger wird. Ein weiterer zentraler Punkt ist die Rente. Schon heute reicht die gesetzliche Rente in vielen Fällen nicht aus, um den gewohnten Lebensstandard zu halten. Durch den demografischen Wandel wird dieses Problem in den kommenden Jahren noch größer. Die Rechnung ist einfach. Immer weniger Arbeitnehmer finanzieren immer mehr Rentner. Die Folge: geringere Renten im Verhältnis zum Einkommen, während gleichzeitig die Lebenshaltungskosten steigen. Stell dir deshalb die Frage: Wie viel Geld bräuchte ich jetzt im Monat, um meinen Lebensstandard zu halten, wenn ich morgen in Rente gehen müsste? Die meisten merken schnell, mit der gesetzlichen Rente allein ist das kaum zu schaffen. Genau hier setzt frühzeitiges Anlegen an. Du schaffst dir eine zweite Säule, die dich langfristig absichert. Aber
Wichtig ist, dass du dir bewusst machst, dass dieses Video keine Anlageberatung und keine Empfehlung ist. Es dient nur dazu, dir Informationen zu geben, dich zum Nachdenken anzuregen und dir Mut zu machen, dich mit Finanzen auseinanderzusetzen. Die Entscheidungen musst du am Ende immer selbst treffen, und zwar auf Basis von geprüften Informationen. Deshalb auch mein Tipp. Nutze verschiedene Quellen, vergleiche Inhalte, bilde dir deine eigene Meinung. Kanäle wie Finanzfluss, offizielle Seiten wie die Verbraucherzentrale und natürlich auch Finanztopia können dir dabei helfen, ein solides Fundament zu bauen. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das Thema? Beschäftigst du dich schon mit Finanzen oder fängst du gerade erst an? Schreib's mir unbedingt in die Kommentare. Und vergiss nicht, wenn du ein eigenes Video zum How-To willst, also mit ganz konkreten Schritten, Brokerauswahl und Anlagemöglichkeiten, dann schreib das ebenfalls unten rein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne ein Abo da, um kein Update mehr zu verpassen. Bleibt gesund und denkt daran, Zeit ist Geld.